Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen heute bei mir auf dem Kanal mit einem ganz besonderen Video. Sowas machen wir nicht so häufig. Und es ist auch das erste Mal, dass ich jemanden bei mir auf dem Kanal interviewe. Aber nicht nur irgendjemanden, sondern tatsächlich die Person, die ich schon seit 10 Jahren geguckt habe, bevor ich überhaupt meine ersten richtigen Songs gemacht habe. Und warum das so ist, werden wir gleich sehen. Aber erstmal herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Du hast einen weiten Weg aufgenommen, aber du bist quasi gerade auf der Durchfahrt nach Berlin zur großen Messe. Und Magdeburg liegt auf dem Weg. Magdeburg liegt auf dem Weg. Auf jeden Fall voll schön, dass du es geschafft hast. Ich bin heute hier, weil ich dir ein paar Fragen stellen will, aber nicht nur das. Vorher hast du mir tatsächlich Fragen gestellt und den ersten Teil von diesem Interview findet ihr tatsächlich bei Jonas auf dem Kanal. Also einmal Recording-Blog eingeben, beziehungsweise einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen. Dann seht ihr alles über mich. Aber jetzt reden wir über dich. Yes. So, erste Frage, die ich mir tatsächlich schon immer gestellt habe. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, mit YouTube anzufangen? Weil, man muss ja dazu sagen, du bist tatsächlich schon ein echt alter Hase in der YouTube-Branche und deswegen kenne ich dich auch schon so lange. Aber du bist nicht die Generation, die man standardmäßig auf YouTube vertreten sieht. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe 2014 ich habe schon ganz lange Musik gemacht, auch professionell Musik gemacht, dann weniger Musik gemacht, dann wieder mehr Musik gemacht und wollte dann mal wieder ein bisschen mehr Songs aufnehmen und habe dann einfach gedacht, ich muss das irgendwie regelmäßig machen. Aber wenn ich mir nicht irgendwie so ein Ziel setze oder mich gegenüber jemandem verpflichte, dann mache ich das nicht. Weißt du, das ist so wie Fitnessstudio, du schreibst dich ein, ja, erste Woche gehst du hin, zweite Woche nicht, ich kann diese Woche nicht, nächste Woche wieder und zack, bist du ein Jahr angemeldet, bist aber nicht da gewesen. So. Genau. Also habe ich gedacht, ich verpflichte mich irgendjemandem gegenüber und habe gedacht, ja, das Publikum bei YouTube wäre doch gar nicht schlecht, wenn ich mich denen gegenüber verpflichte, weil wenn ich denen sage, nächstes Video nächste Woche, dann muss halt auch nächste Woche eins kommen. So. Und habe dann ein Jahr lang jede Woche einen neuen Song geschrieben, aufgenommen, produziert, gemischt, mit einem Video versehen, hochgeladen. Am Anfang waren es nur so Lyrics-Videos, so, wo du so bewegte Lyrics hattest und am Schluss wurde es dann immer besser. Und über das Jahr so viel gelernt und habe dann nach dem Jahr 100 Abonnenten gehabt und habe 100 Abonnenten und habe dann gedacht tatsächlich, oh, da stehen aber Aufwand und Ertrag nicht in einem Verhältnis und habe dann gesehen, dass die alten Hasen, die noch ältere Hasen sind als ich, nämlich Graham Cochran und damals mit Recording Revolution und Joe Gilder von Home Studio Corner. Und Joe Gilder habe ich immer auch gesehen, ja. So, gerade als Studio One-User, ne? Na klar, das ist mein Ding. Joe und Graham waren so meine Helden damals. Und ich habe da gesehen, der Graham hatte damals 150.000 Abonnenten. Ich habe gedacht, wenn Graham einen Song rausbringt, dann hat er ja potenziell 150.000 Leute, die da zuschauen. Und das war zu der Zeit bei YouTube tatsächlich noch so. Das war viel, das war extrem viel. Es war vor allem so, dass die Abonnenten auch die Videos angezeigt bekommen haben. Ja. Also wenn du 150.000 Abonnenten hattest, wurde denen auch allen das Video angezeigt. Genau. Also habe ich gedacht, rede ich doch einfach darüber, bis ich genügend Abonnenten habe und dann lohnt es sich wieder einen Song rauszubringen. Und habe dann Stück für Stück verraten, was ich so gelernt habe auf dem Weg. Natürlich auch mein Wissen von vorher, was ich schon hatte irgendwie, weil ich halt als Top-40-Musiker und als professioneller Musiker schon lange gearbeitet habe. Da lernst du auch viel über Musik machen, was vor dem Mikrofon stattfindet. Aber auch der Produktionsprozess, Mixing und dann bin ich von Logic noch auf Studio One umgestiegen. Da bist du wahrscheinlich auch jemand zu mir gekommen. Genau, da bin ich gekommen, weil ich bin, also man muss dazu sagen, ich bin wirklich Studio One-User durch die Bank durch bis heute und deswegen kenne ich dich. Ja, siehst du? Und ich habe Studio One einfach nur dazu genommen, nicht weil ich musste, sondern weil ich gedacht habe, das läuft auch auf Windows. Und wenn ich was erkläre für Leute, die auch auf Windows unterwegs sind, wäre das ja nicht unpraktisch. Also quasi ich. Vergrößert, die Zielgruppe hat ja geklappt. Genau. Ja, hat funktioniert, siehst du? Und dann wurde das rucki-zucki. Und ja, warum YouTube? Das war damals die Plattform, die man nutzte. Facebook fand ich schon immer furchtbar. Ja. Und das wäre nicht meine Plattform gewesen. YouTube ist halt das Videoportal gewesen und da wurde dann halt die Musik veröffentlicht und mittlerweile bin ich im 13. Jahr, also man könnte sagen, ich mache das schon ein bisschen. Das ist Wahnsinn. Also ich finde das immer absolut bemerkenswert, dass du so lange dabei geblieben bist und dass du dich durch diese ganzen YouTube-Dschungel durchgekämpft hast. Man muss ja auch sagen, es ist ja gar nicht mal so leicht auf YouTube mittlerweile, gerade in deinem Bereich, denn du stellst ja viele Songs vor, also du brauchst viele Demo-Songs, wenn du so ein Video machst. Wie machst du das? Also nimmst du die eigenen Songs, nimmst du Songs von anderen? Wie organisierst du das, dass du halt immer für jedes Video, also ich habe mir jetzt gerade zum Beispiel das Video angeguckt, wie hieß denn das Ganze? Zum Oxford Inflator, genau. So, du hast überall immer ultra geile Demo-Songs, und wie kommst du auf diese Demo-Songs? Also machst du die selbst, produzierst du die, hast du dafür ein großes Team? Wie läuft das bei dir? Ich habe gar kein Team, ich bin alleine. Das heißt, ich habe zwar den Podcast mit meinem Freund Björn Schlüter zusammen, wo wir den DAW-Versteher-Podcast machen, aber das ganze geschäftliche, YouTube und so weiter und so fort, das mache ich ganz alleine. Also quasi One-Man-Show. Ja, Björn ist eigentlich nur mein Freund, der mich einlädt und wir nehmen bei ihm zu Hause auf und der mischt den Podcast auch mittlerweile ab. Cool. Aber alles andere läuft über mich.
Nee, ich habe einfach über die Jahre natürlich viel Musik aufgenommen, ist klar. Ich habe aber auch zum Beispiel so einen Mitgliederbereich, den Premium-Bereich, wo die Leute sich anmelden können. Und da finden die ganz viele Songs zum Selbermischen, über 50 oder 60 Songs zum Selbermischen, auch mit Mix-Tutorials und allem Zwicki und Zuppi dabei. Falls sich das interessiert, können wir mal einen Link unten unter das Video stellen. Auf jeden Fall, beziehungsweise auch hier oben in der Infobox. Ja, ganz genau. Also entweder hier oder hier. Wir werden oder sehen. hier oder hier. Oder gar nicht. Über die Frage, wo ist denn die Box jetzt? Und da sind natürlich Songs dabei. Und im Zweifel, wenn ich nichts zum Zeigen habe, dann setze ich mich halt hin und baue eben was. Und dann kommen ganz oft die Fragen, okay, wo kann ich den Song kaufen? Den finde ich super. Eben so, und ja, es ist nur ein Demo. Ich habe das nur gemacht, um eben kurz zu zeigen, dass man die Snare eben so mischen kann oder so mischen kann. Das ist für manche Leute nicht so ganz nachvollziehbar, aber für mich ist es eigentlich nur ein Transportmittel, um dann den Trick oder die Technik zu erklären, wie man das eine oder andere umsetzt. Aber ich finde es ja schon einen immensen Aufwand, weil man darf ja nicht vergessen, manche Leute machen wirklich, also was für dich quasi ein Demo ist, ist für manche Leute schon der finale Mix und du machst ja quasi wirklich für einen Showcase, also natürlich kannst du dann den Song mehrfach verwenden, machst du dir im Grunde genommen den Aufwand, den sich andere Leute wirklich ernsthaft für eine Single machen. Genau. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich spare mir, wenn es geht, die Vocals, weil Text schreiben und singen, das kann ich auch, aber das mache ich nicht so oft und von daher ist das die meiste Herausforderung. Wenn ich so ein Instrumental, den kann ich an einem Vormittag wegproduzieren, das ist kein Ding irgendwie. Ja. Und du weißt es ja selber auch, wenn du Auftragsarbeiten hast, ist das viel einfacher, als wenn du dein eigenes Zeug machst. Ne? Total. Bei einer Auftragsarbeit sagst du, ja, was brauche ich? Ich brauche ungefähr so einen luftigen, fluffigen Popsong. Ah ja, klar, dann nehme ich hier irgendwie so ein Glockenspiel, nehme ich einmal bing, 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 die Akkorde, zack, oder ein bisschen Drum runter und so weiter, peng, fertig. Ne? Richtig. Und dadurch, dass ich halt eben Gitarre und Bass spiele, sind das für mich keine Aufgaben. Ich habe alles im Studio so verdrahtet, dass ich einfach nur an die Wand greife, kurz einspiele und dann wieder weghänge. So, was auch dazu führt, wenn ich mal häufiger spielen muss. Wir haben gestern hier einen Song aufgenommen für Noah-Benedikts Kanal und jetzt tut mir immer noch der Finger weh, weil ich gar nicht so lange gewohnt bin, Gitarre zu spielen. Ich mache das immer nur, ich nehme die von der Wand, spiele kurz, hänge die wieder weg und habe dann wieder eine Woche keine Gitarre in der Hand. Und das führt dann dazu, dass ich das rucki-zucki machen kann. Wohingegen eigenes Zeug, weißt du ja selber, da fließen dann ganz andere Gedanken rein, ganz andere Ideen. Man hat auch einen ganz anderen Anspruch plötzlich an sich und dann dauert das ja eben nicht einen Vormittag, sondern auch mal 10 oder 20 Vormittage. Und in deinem Fall muss man ja dann noch in die Slowakei fahren, um da aufzunehmen. Oder zumindest jemanden zu finden, der gut Gitarre spielen kann, weil das ist jetzt nicht meine Stärke. Aber du hast fantastisch Gitarre gespielt und ich habe es super genossen, gestern mit dir aufzunehmen. Ich habe jetzt noch mal ein paar kurze Fragen an dich, die mich echt interessieren und so aus deinem Leben. Wir fangen erst mal an. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Musik zu machen? Ich habe klassisch Akustikgitarre spielen gelernt mit, ich weiß es nicht genau, 9 oder 10 Jahren, so die Ecke. Cool, also auch wirklich jung. Da habe ich Unterricht bekommen, bin ich aber nie hingegangen, fand ich doof. Also warst du nicht von Anfang an der Unterrichtsmensch, sondern bist du... Nee, weil zu meiner Zeit hat man tatsächlich klassisch Gitarre gelernt, also erstmal Haltung, dann hat man ein Bänkchen unter dem Fuß gehabt, die Gitarre war natürlich genauso groß wie heute, aber ich war deutlich kleiner im Verhältnis zur Gitarre und dann lernte man P-I-M-A, P ist der Daumen, I ist der Zeigefinger, M ist der Mittelfinger und A ist dann der Ringfinger. P-I-M-A, bis du das konntest, hast du noch nicht eine Seite gegriffen, dann ist Gitarre spielen nervig, das tut weh, im Gegensatz zum Klavier tut das von Anfang an auf der linken Hand auf jeden Fall weh, weil die Saiten drücken und so weiter, ne? Das war nicht cool, aber ich wollte halt auch nie klassisch spielen. Ich kann auch bis heute nur rudimentär Noten lesen. Also wie ich. Ja, ich wollte Simon & Garfunkel, die und Reinhard May, die haben mir Gitarre spielen beigebracht. Da gab es Bücher und dann habe ich plötzlich die Lust gehabt und das muss dann so mit 12, 13 gewesen sein, dass ich wirklich Bock hatte, Musik zu machen. Und wann war dann quasi deine erste Aufnahme? Also wann hast du angefangen zu sagen, ey, ich kann spielen, jetzt will ich das irgendwie festhalten oder für andere Leute festhalten? Wie bist du quasi zur Produktion gekommen? Da muss man unterscheiden. Also zum einen, die erste Aufnahme war, glaube ich, mit 18. Ein Freund von uns hatte einen Tascam 4-Spur-Rekorder und hat dann unsere Punkband im Keller aufgenommen. Da war ich aber nur Artist da wusste ich ja gar nichts. Da wusste ich nicht mal, wie man Gitarrenverstärker einstellt. Hast du nur gespielt quasi? Genau, so. Und war ja auch Punk, ne? War ja alles erlaubt so. Dann habe ich lange in einer Top-40-Band gearbeitet, was so ein bisschen dem Produzieren schon entspricht, weil du, um diese Top-40-Songs nachzuspielen, wirklich auch wissen musst, wie die funktionieren. Mein Teil war zum Beispiel die Programmierung von den Basslines und so weiter und so fort. Wir haben also viel mit Sequencer gearbeitet. Genau, und du lernst natürlich darüber Arrangement, welche Basslines spielt der und weil ich halt auch Gitarre gespielt habe in der Band, musste ich mir natürlich auch die Gitarren raushören. Songs, was weiß ich, When You're Gone von Bryan Adams kann ich bis heute noch die zweite Stimme singen und die Gitarre sofort mitspielen und oder so weiter. Oder Bee Gees hatten wir gestern drüber gesprochen. Ja, genau. Staying Alive zum Beispiel, dieses Lick, dick, 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 dick und so weiter. Das sind alles so Sachen, wo du dann Songs so analytisch hörst, dass dann
automatisch was hängen bleibt. Und dann fing es halt an, dann habe ich irgendwann, nachdem ich mit der Musik aufgehört habe, das war dann Anfang der 2000er, habe ich dann in einer Live-Agentur gearbeitet, die auch Comedians auf die Straße geschickt hat. Und da hatte ich, dadurch, dass ich schon Logic hatte, durch die Band, ne, ich hatte noch ein Logic, das noch auf PC lief, also so lange bin ich schon bevor dabei. es quasi von Apple gekauft wurde. Nämlich, ne, ich habe sogar den Laptop noch, auf dem das noch läuft. Wirklich? Das ist ein Windows XP-Rechner, da läuft noch Logic. Aber Windows XP läuft doch einfach und läuft, ne? Also wir hatten tatsächlich zu meiner Schulzeit noch Windows XP auf den Schulrechnern. Also ist es halt unsicher wie Sau, solange du es nicht ins Internet hängst, ist alles gut. Und dadurch hatte ich halt eine DAW dann schon und ich hatte ein Audiointerface natürlich und ich hatte ein bisschen Erfahrung und Instrumente spielen konnte ich ja auch und dann brauchten unsere Künstler, die dann halt mit ihren Comedy-Geschichten auf den Bühnen waren, brauchten Intros oder mal für eine DVD mal so einen Backing-Track und das war damals nicht so einfach wie heute. Hier KI, mach mal einen Backing-Track für Video A. Klar, SUNO, ne? Ist ja sowas irgendwie, ne? Sondern damals musste sich halt ein Musiker hinsetzen, Geld war aber auch nicht da, also wurde ich gefragt, also habe ich gemacht, deswegen habe ich jede Menge Credits auf verschiedensten DVDs, zum Beispiel die ersten beiden DVDs von Mario Barth. Wahnsinn, wirklich? Da ist die Musik von mir drauf, ja, das ist auch bei der GEMA angemeldet und so weiter, also von daher. Das ist super. Oder das Intro von Mario Barths zweiter und dritter Show habe ich gemacht, das Intro, das damals bei seinem Weltrekord im Olympiastadion gelaufen ist, das war von mir, das kam aus meiner kleinen Bude. Krass. Also und so kommt man Stück für Stück dazu, aber ich war nicht gut, ne? Also aus heutiger Sicht, ich war wirklich nicht gut. Und dann kam eigentlich erst durch diese Tretmühle Anfang 2014, das hat's wirklich gebracht. Und das ist halt das, was ich den Leuten auch immer sage. Du kannst halt nicht ich setze mich mal einmal die Woche dahin und mach mal ein bisschen oder so. Da fängst du immer wieder von vorne an. Aber dieses wirklich gebetsmühlenartige, jeden Tag da sitzen, jeden Tag aufnehmen, jeden Tag dir was ausdenken, aufnehmen, abmischen, produzieren, dann Videos auch machen, hochladen, das schleift dich wirklich. Und das war eins der härtesten Jahre meines Lebens, weil ich habe ja eine junge Familie gehabt. Wir hatten gerade ein Haus gekauft. Ich habe in meinem Vollzeitjob gearbeitet, der unter 60 Stunden die Woche nicht gelaufen ist. Und ich habe jede Woche noch diese Videos mit der Musik gemacht und so weiter. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Also all in quasi. All in, letztendlich wie bei dir ja auch. Du bist ja auch all in, ne? Aber du hast eben noch keine Familie, kein Haus und das ist dein Beruf. Ich habe quasi den Luxus, genau, dass ich einfach machen kann, was ich möchte, mehr oder weniger. Ja. Ne? Und natürlich so ein paar Abgaben und Pflichten habe, aber das ist natürlich bei dir dann schon immer parallel gelaufen, ne? Neben allen anderen. Ja, und ich war Geschäftsführer in der Firma, ne? Das heißt, ich hatte also noch ein bisschen Verantwortung, nicht nur für die Leute, die ich vertreten habe, sondern hast du gesagt, ich mache jetzt mal YouTube. Mache ich jetzt mal, ich bin noch nicht ganz ausgelastet, ich war 43 Jahre alt, da hat man die Energie noch, irgendwie war noch nicht ganz ausgelastet. Ich mache jetzt noch mal einen Vollzeitjob nebenbei, weil das ist es gewesen. Wahnsinn. Ja, heute würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen, aber YouTube ist dann schon so meine Leidenschaft auch geworden. Also, weil du gerade gefragt hast, wie lange habe ich so lange durchgehalten. Es gibt so eine Regel, die heißt, erfolgreich werden nicht die das meiste Talent haben, sondern erfolgreich werden die auch mal durchhalten, wenn es eine Talsohle ist. Und dann am Schluss immer noch da sind. Und YouTube hat ganz viele Ups und Downs gehabt in den letzten 10 Jahren. Gerade wenn man auch so Thema Copyright Strike oder so anspricht, was ja wahrscheinlich so alle Creator irgendwie trifft, wo die meisten, sage ich mal, wenn ihr das schaut, das betrifft euch meistens gar nicht, weil ihr davon gar nicht viel mitbekommt, beziehungsweise das meiste wirklich unter der Haube abläuft. Ja. Aber so Copyright Strikes sind ja wirklich essentiell gefährdend für deinen Kanal. Und gerade wenn du viel Musik postest oder auch von anderen Leuten Musik vorstellst, kann ja auch einfach von Leuten sein, die deine Freunde sind, wo das dann irgendwann mal im System aufgegriffen wird, ist es natürlich echt gefährlich. Ja, und 3 Strikes und dein Kanal wird ansatzlos gelöscht. Ne? Also 2 Strikes, also 2 Verwarnungen, ist noch alles okay. Kriegst du aber die 3., wirst du ohne Rückfrage gelöscht. Und das würde bei einem Kanal wie bei mir mit fast 60.000 Abonnenten und das ist auch mein Beruf mittlerweile. Ne? Also ich habe den Managementberuf dann an den Nagel gehängt und habe das hier zu meinem Beruf gemacht. Das läuft mal besser, mal schlechter. Aber kannst du dir natürlich vorstellen, wenn der Kanal plötzlich morgen weg wäre, was mich dann dazu gebracht hat, neulich mal irgendwann alle meine Videos tatsächlich runterzuladen von YouTube, um sie wenigstens zu haben noch. Ne? Ich habe natürlich auch Backups überall so, ne? Aber alle fertigen Videos liegen nochmal parallel gespiegelt auf meiner Festplatte. Das ist natürlich auch wichtig, ohne das geht's auch einfach gar nicht. Ja. Aber finde ich natürlich wirklich bemerkenswert und man muss natürlich auch sagen, dass wir beide Glück haben, sage ich mal, du mit deiner YouTube-Karriere im Recording-Bereich und ich natürlich aufgrund meines Alters, dass wir natürlich in einer Zeit jetzt auch leben, auch schon 2014, 15, wo wir natürlich erstmal Audiogeräte noch und nöcher haben. Also das sehe ich habe zum Beispiel bei mir noch geschenkt bekommen vor ein paar Jahren 2 Firewire-Audiogeräte. Ja, und das waren ja wirklich noch so ein Kampf mit dem Feuer quasi, also kein Feuer, aber du weißt, was ich meine, das ist durchknallen. Aber wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo man wirklich relativ einfach loslegen kann, sein USB-Ding reinsteckt und, sage ich mal, selbst meine Audiobox i2, mit der ich angefangen habe vor über 10 Jahren, tut ihren Job heute noch. Aber überleg mal, wie viel Blut, Schweiß und Tränen du reinstecken musstest, um dann wirklich an den Punkt zu kommen, das Equipment hast du gehabt, das ist relativ leicht zugänglich, aber das Wissen
das kann dir keiner abnehmen. Das kann dir keine KI abnehmen, also die kann dir den kompletten Song abnehmen, aber dir das Wissen einzuimpfen, weißt du, so du liegst auf dem Kopfkissen und nachts kriegst du das Wissen so eingepflanzt, das gibt's ja bis heute nicht. Nur Learning by Doing heißt es eigentlich, ich sage immer Learning by Burning, das ist ein Titel von Stefan Stoppop. Das trifft es eigentlich nur. Du musst wirklich durchs Feuer gehen und dann, wenn du was gut machen willst, dann musst du es auch mit Leidenschaft gut machen und die Leidenschaft hilft dir dann aber auch wieder durchzuhalten. Aber dafür gibt es ja dann neben der praktischen Erfahrung quasi auch Kanäle wie dich, wo man dann immer wieder Sachen mitnimmt. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens mitgenommen, dass ich meinen Pre-Delay immer später einstellen muss als nur 20 Millisekunden, weil ansonsten höre ich ihn nicht wirklich gut. Nee. Ja, und das ist natürlich so ein Thema, das muss man mitnehmen und deswegen komme ich jetzt auch nochmal zur Frage, was mich natürlich interessiert, weil ich schaue dich jetzt auch schon so lange aktiv. Wie ist dein Plan für die Zukunft mit deinem Kanal, mit dem Recording-Blog? Wie geht's da weiter? So wie bis jetzt? Planst du das lange zu machen? Wie ist da dein Plan momentan? Ja, ich muss ja bis 67, also ich muss bis 67, du musst wahrscheinlich schon bis 71 bis zur Rente. Oder bis 90, ich bin das heißt, Künstler, wenn ich es schaffe. 12 Jahre muss ich noch und oder darf ich noch und dann, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht arbeiten müssen, das wäre ein großer Luxus. Also wenn ich es irgendwann schaffe, nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern nur noch zu wollen, dann ist doch alles gut. Aber es geht so weiter. Natürlich geht es so weiter. Es gibt keinen Stopp. Ich habe das angefangen und weil ich ja gerade gesagt habe, man muss auch durchhalten, wenn es mal in eine Talsohle reingeht. Ich weiß nicht, wie viel Talsohle ich schon hatte. Die nächste schockt mich definitiv auch nicht irgendwie. Das heißt, wir werden auch noch weiterhin viele Tipps und Tricks von dir erfahren. Ich werde mich sicherlich wiederholen an der einen oder anderen Stelle und ich arbeite gerade an einem ziemlich intensiven Mixing-Basics-Kurs, der wirklich sehr aufwendig wird. Also das frisst viel von meiner Zeit tatsächlich, weil wirklich mal von Grund auf das alles didaktisch sauber aufzubereiten. Im Prinzip so ein Hofer-Studium, aber in klein, direkt bei mir auf dem Kanal. Ist dann, also ein Jonas-Studium. Ist dann in der zweiten Jahreshälfte dann fertig. Und da kannst du dann wirklich einsteigen, ohne dass da geht's um Audio-Interfaces, Kopfhörer, Raumakustik, Lautsprecher, EQ-Basics, Kompressor-Basics, Mixing-Basics, DAW, Cubase, Logic, Studio One. So einmal alles, was du wissen musst, quasi im Prinzip, mit dem du starten kannst. Und dann bist du natürlich, wenn du das im Premium-Bereich bei mir machst, dann hast du auch direkt Zugriff auf die Songs, die du selber mischen kannst darüber lernen und dich einfach weiterbilden. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist Geduld, Spucke, Blut, Schweiß und Tränen und einfach die Lust zu machen. Aber die Lust kommt beim Machen. Das ist wirklich, wenn du deinen ersten Song in den Händen hältst, virtuell oder entsprechend, wo ist das Album, habe ich jetzt gerade weggestellt, so als Album in der Hand hast, das kannst du mir wahrscheinlich besser bestätigen als jeder andere irgendwie. Das ist schon ein geiles Gefühl, oder? Na klar, man muss halt einmal durch diese erste Schranke durch, ne, die natürlich dann auch erstmal ernüchternd ist. Neues Programm ist natürlich für jeden schwierig. Ja. Immer. Also das war bei mir primär auch im Video-Editing. Also als ich dann zu einem anderen Video-Editing-Programm gewechselt bin, war ich erstmal da und stand so, okay, das ist wie als wenn du in einem anderen Land stehst und du versprichst die Sprache nicht. Ja, genau. Aber sobald du dann anfängst, Sachen zu verstehen, dann schlitterst du rein und dann bist du natürlich so motiviert, dass du einfach weitermachst. Und ich denke, dass natürlich Musik eigentlich die coolste Foundation, dieser coolste, sag ich mal, das coolste Fundament, um darauf aufzubauen, sobald du das einmal hast. Ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es junge Leute wie dich gibt, die Musik immer noch hochhalten und nicht einfach nur sagen, ja, da frage ich mal die AI. Ja. Das stimmt. Letzte Frage, weil wir gerade drüber sprechen, weil du gerade Punkt AI sagst, wie gehst du mit AI um? Das ist natürlich so ein Thema, wo es alle momentan fragen und was natürlich auch in der Musik, sag ich mal, Sachen wie SUNO sehr interessant ist. Ich meine, es gibt natürlich auch schon länger Produktionstools wie Ozone oder so, die natürlich ein bisschen AI-gestützt sind. Mal auf die Klick haben wir gerade drüber geredet für unsere Stimmen, also dass man unsere Mundgeräusche nicht so hört. Wie gehst du mit AI um? Also nutzt du AI aktiv, sag ich mal, generierende AI wie SUNO oder bist du ein Freund von AI-Tools wie Plugins oder sagst du komplett gar nicht? Nee, ich benutze es tatsächlich sehr pragmatisch. Also da, wo es mir helfen kann, nutze ich es und wo es mir nicht hilft, lasse ich es einfach links liegen. Mir ist einfach zu oft aufgefallen, dass speziell die ChatGPTs und Kollegen, dass die so oft Unfug erzählen, dass ich da nicht immer drauf verlassen kann. Aber ich nutze es zum Beispiel zum Programmieren, wenn ich für die Website Dinge programmiere, zum Beispiel Tools programmiere oder sonst was. Das ist super, da funktioniert das gut. Aber wenn mir eine Funktion in der Website fehlt, dafür benutze ich Claude. Ich mache das auch immer mit KI, genau. Genau, ich programmiere gerade eine App für meine Frau, die ist im Nähbusiness unterwegs und die braucht ein Tool, was so einzelne Schnittteile zusammenlegt und dann ausrechnet, wie viel Stoff man verbraucht. Das kann man mit AI programmieren, das mache ich damit auch. Dann bin ich Vibe-Coder quasi. Im Audiobereich nicht so viel, eher die Tools, die bei den Plugins unterstützt werden. Aber SUNO, ich finde die Idee gut, aber dadurch, dass die so aus meiner Sicht heraus kritische Urheberrechts- bzw. Nutzungsrechtsvereinbarungen haben, meide ich das. Jetzt nicht, weil ich Angst habe, dass mir morgen irgendeiner meinen Welthit klaut, weil ich habe bis heute noch keinen geschrieben, da wird das morgen wahrscheinlich auch nicht passieren.
Ich finde es spannend. Es gibt aber ein weiteres Produkt, Ace Step heißt das. Das läuft lokal auf dem Rechner. Und wenn das funktioniert, dann hätte ich quasi SUNO zu Hause und dann würde ich das benutzen als Inspiration. Oder es ist auch sehr hilfreich, wenn dir mal ein Instrumentalist fehlt und du mal eben was brauchst, dann kann das schon mal helfen, nachts um 1. Klar, oder gerade auch Demos, ne? Ist ja so, oder Demos. So ich selbst habe SUNO gar nicht, aber ich bin auch sehr offen dafür. Ja. Für mich ist es einfach jetzt gerade nicht notwendig, mir dafür, du musst ja alles selber. Ja, eine Subscription zu holen oder so, ne? Aber ich verstehe das auch für jeden gerade. Natürlich auch schön, wenn man als Musiker schnell sein Demo aufnehmen kann und es klingt schon größer. Du hast gerade gesagt, dass sich mittlerweile jeder ein Audio-Interface kaufen kann. Jetzt ist die Einstiegshürde bei der Musik noch geringer geworden. Richtig. Das entwertet die Musik ein bisschen, was ich doof finde. Also Leute, die Arbeit, den Aufwand, den wir betreiben für einen echten Song, der ist jetzt quasi entwertet, mehr oder weniger. Aber auf der anderen Seite hört man auch den Unterschied. Weil ich finde, AI-Songs klingen mittlerweile alle gleich. Richtig. Und wir Künstler, wir können dafür sorgen, dass sich das ändert. So ist es. Und es gibt ja auch in der Musik eine Regel, und dass es keine Regeln gibt. Das heißt, es kann jedes Schlagzeug gut klingen, egal wie mittig oder nicht mittig es gemischt ist. Und das macht dir natürlich die KI nicht, weil sie dann nicht neue Bahnen einschlagen wird. Wie auch. Schön, dass du hier warst. Das war ein tolles Interview. Danke für die Einladung. Und immer wieder gerne, komm gerne wieder vorbei. Vielleicht sehen wir uns auch demnächst wieder. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen. Dann sage ich aber bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Und dann machen wir das nächste Interview mit dir. Vielleicht in der Slowakei. Genau. Mach's gut, ne? Ciao, ciao.